So, ich packe hier noch gerade ein paar Platten. Wir haben hier einen eigenen Vertrieb bei Matter of Fact und wir vertreiben Platten wirklich in die ganze Welt zu den ganzen großen Shops. Richtig coole Label dabei, richtig gute Artists. Wenn ich damit fertig bin, fahren wir auf die Superboost. Wir wurden eingeladen von den Jungs und Mädels dort. Ich freue mich total, mit dem Team auf die Superboost zu fahren und dort einen richtig spannenden Tag zu verbringen. Synthesizers, Sounds, Live-Acts, Talks, alles was dazu gehört. Matter of Fact. Superboost. Da ist das Team. Hey. Markus, erzähl doch mal, was dein liebstes Studio-Hardware-Outboard-Gear? Was ich absolut nicht vermissen will, ist meine TB303-Klon, der Bassboard von Cyclone. Das ist so der Sound, der passt immer, ob das Slow ist, egal welches Genre. Der fasziniert mich schon seit, weiß ich nicht, Jahrzehnten, wird wahrscheinlich noch Jahrzehnte faszinieren weiter. Mein Lieblingsstudio-Equipment sind meine Roland-Effektgeräte. Ich habe einen alten Roland Chorus, ein Space Echo, ein originales von Roland und ein Stage Echo von Korg. Also wirklich Bandechos mit neuen Tonköpfen und neuen Bändern. Gänsehaut. Ja. André, ich lese gerade hier, heute 15 Uhr ist auch der Heinbach auf der Superboost heute. Ja, von dem haben wir viele Sachen schon gepresst auf Seil Records. Extrem geniale Ambient-Act. Ja, wäre ja cool, mal die Performance zu sehen. Und Seil Records auch ein richtig geniales Ambient-Label. Ich sag immer, Seil Records ist Wu-Tang Clan des Ambient. Oh ja. Super genial. How about that? Lance, nice to meet Andre. you. Yeah, Nice to meet you. nice to meet you. Pleasure to be here, mate. From Australia. Hi, I'm Lance from Primary Colours and the Artist Echo Inspectors. Happy to be here at Super Booth with Andre from Matter of Fact. Yeah, pleasure to be here. Thanks for having me. Yes. We've been with you for it's got to be 12 years now. Yeah, and we did the first record and we continued the stuff, I think. Yeah. I actually can't remember the first record. It's long. It was it was Lunar Shadows and it had Luke Hess on the remix. Yeah, the Luke Hess remix. Yeah, that's right. Yes. So that was exciting, and then we had the other two planned after that with SARS, with the red one, called Ghost Flight. Yes. And then we had Dean DaCosta. Yes. As well. Yeah, it's been a journey. It's been a really good one. So look for the records, Primary Colors, dub label, and there will be a record very soon. Yeah, it's got the Steelhead release coming out, and it's got our Sales Echo Inspectors on the remix, as well as Mike Schommer. Mark Schommer. Yeah, so it's going to be a big release, and he was just here playing at Tresor, so it's been a lot of fun. Yeah. Pleasure to be here. Thank you. Matter of Fact. Nachher nochmal wieder. Eine kleine Press.
gerade den Katem Studio, Katem, getroffen und den Oleg. Der Oleg hat letzte Woche bei uns eine Platte bestellt, in Auftrag gegeben. Und 2 total coole Jungs, ein Ukrainer, ein Russe. Super Boost, Musik, richtig geil. Aus Mecklenburg, Matter of Fact. Das ist also das modernste Schallplattenpresswerk Europas, würde ich mal sagen. Aber du kannst ja mal so ein bisschen erzählen, wie das überhaupt kam, dass ihr ein Presswerk gegründet habt. Ne? Ihr habt ja einfach mal ein Plattenpresswerk gegründet. Wo gibt's denn sowas? Wer kauft denn noch Platten überhaupt? Von einem Tag auf den anderen, ich will keine Namen nennen, hat uns unser Riesenpresswerk vor die Tür gesetzt und gesagt, wir pressen nur noch für Major. Und haben gesagt, naja gut, den Vibe mal in positive Energie wandeln und lasst uns mal gucken, wir starten einfach ein eigenes Presswerk. Und haben dann oben im Norden von Deutschland ein Presswerk gestartet mit ein paar Pressen, mit ganz tollen Leuten, mit einem super Team und ganz einzigartiger Technik, die dann eine nerdige Firma für uns entwickelt hat. Es ist viel schief gelaufen, danach ist vieles Gutes passiert. Die Pressen kamen irgendwann in Corona, Lieferverzögerungen. Energie ist explodiert, Energiepreise. Also wir haben es in der Zeit gestartet, wo man es eigentlich nicht machen sollte. Wir wussten es aber vorher nicht und wir haben es einfach durchgezogen. Und jetzt ist es so weit, dass wir Platten pressen, uns jeden Tag treffen, alle feste, langjährige Freunde sind und uns immer wieder ohrfeigen, was für einen geilen Scheiß wir da aufgebaut haben. Wir pressen 2000 Schallplatten am Tag in allerfeinster Qualität, freuen uns über die Dinge, die wir machen. Wir leben einfach diesen Journey, gerade mit den Freunden und mit diesem Ding. Es ist nicht einfach, aber welches Business ist einfach? Also was ich ja sehr charmant fand, so eine kleine Anekdote. Der André, der ist so ein bisschen gesagt, ey, guck dir die mal an, die kommen aus Mecklenburg, das ist regional, alle, die mit euch zu tun sind, auch alle. Ja, wollen man. Ja, was soll ich mal sagen, wir vertreten ja auch mal eine Minderheit. Wir sind ja heute hier auf der Superblues, muss man auch mal sagen, sind wir ja wirklich sehr divers. Ne? Und wir sind ja auch eine Minderheit. Ja? Ich sowieso als Halbbulgare, migrantischer Aussie. Also überleg mal, ja. Es ist nicht so, dass Schallplatten zu teuer sind, sondern dass Streaming zum wertlosen Content verkommen ist. Dadurch kommt dir die Schallplatte einfach zu teuer vor. Wenn du 2 Milliarden Tracks für 9,99 im Monat hören kannst, aber für eine Platte 20 € bezahlen musst, dann sagt das Kind natürlich, ey, what the fuck ist hier los? Und wenn Streaming aber 59 € im Monat kosten würde, dann würden übrigens auch die Artists was da dran verdienen. Dann wäre dieser Gap nicht mehr so riesig. Also, und die Wertlosigkeit dieses Contents. That's the fucking problem. Superboost war richtig geil. Den ganzen Tag mit den Jungs abgehangen und Synthesizer gespielt. Wir haben uns gefühlt wie Jungs im Schokoladenladen. Also geile Leute getroffen, richtig gute Gespräche gehabt. Alle einen Vibe hier. Synthesizer, Musik, eben noch Stimming. Live gehört, extrem geniales Live-Act. Superboost war richtig, richtig geil. Hammer. Wir sind happy, wir fahren jetzt nach Hause. Matter of Fact.